Die Geschichte der Modellbahn ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Always the same sozusagen. Da werden Fraktionen und Glaubensgrundsätze gebildet, die sich mit geradezu religiöser Inbrunst bekämpfen. Jede Position hält sich für was Besseres, für die Elite. Nun, da ich Eliten, besonders selbsternannte Eliten, für die skrupellosesten und schäbigsten Personen halte, die eine Gruppe von Menschen hervorbringen kann, bin ich geneigt, dieser Position zuzustimmen. Wer der Meinung ist, in einem Modellbahnforum im Internet gehe es zurück zu, der muss nur mal die Systemfrage nach 2- oder 3-Leitersystemen mit den Worten "Märklin is the best, fuck the rest" einleiten. Und schon hat man eine quasi religiöse Auseinandersetzung, die den 30-jährigen Krieg wie ein Kindergeburtstag erscheinen lässt. Keine der Fraktionen möchte aufgeben, bevor nicht der Endsieg erreicht ist. Mindestens. Ob das so sein muss oder ob es eventuell andere Lösungsmöglichkeiten gibt, wird in diesem Film betrachtet. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich den Film ja angucken. Der Rest sollte vielleicht eher die Gipfelstürme von Piz Palu oder Ben-Hur betrachten. Alternativ kann man natürlich den theoretischen Teil auslassen und direkt mit dem praktischen Teil beginnen. Wer Teile des Videos überspringen möchte, findet übrigens in der Videobeschreibung eine anklickbare Inhaltsübersicht. Mit ihr kann man sich die passenden Stellen aus dem Informationsangebot dieses Filmes heraussuchen. Dieser Kanal ist Teil des Angebots von Thorstens MOBA-Planungsdienst. Ziel des Kanals ist es, den Zuschauern zu ermöglichen, eine interessantere Modellbahn zu planen und zu bauen. Wegen dieser Zielsetzung wurde ich von einigen Zuschauern gefragt, ob ich ihre Anlage nicht für sie planen könnte. Da ich es ablehne, schwarz zu arbeiten und sowieso solo selbstständig bin, habe ich wegen der Anfragen das Geschäftsfeld Modellbahnplanung aufgemacht. Zu meinem üblichen Tätigkeitsfeld, der Präsentationsgestaltung mit PowerPoint, gibt es weite Überschneidungen. Deshalb sind die Informationen zu Thorstens MOBA-Planungsdienst auch auf meiner Webseite infographics.de verankert. Wer den Film ohne Werbung sehen will, muss ein YouTube-Premium-Abo abschließen. Alternativ können die Filme auch bei mir zum Download bestellt werden. Die Filme sind dann ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderungen und so ein Kram. Wie so eine Bestellung abläuft, wird in einem separaten Film erklärt. Einen Link zu diesem Film findet ihr oben rechts in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Einen Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Theoretischer Teil. Phasen der Persönlichkeitsentwicklung und ihre typischen Fähigkeiten. Ich weiß, das ist nicht immer so, aber normalerweise durchläuft der Mensch zwischen Geburt und Tod verschiedene Phasen der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir mal ein paar Phasen rausgepickt, die ich aus modellbahnerischer Sicht für relevant halte. Die frühe Phase der Menschwerdung einer Person wird von dem Gefühl Ich, Kaiser und Gott geprägt. Das ändert sich so ab dem 5., 6. Lebensjahr. Dann entwickelt sich normalerweise sowas wie ein Gewissen. Die Kinder, bei denen das nicht der Fall ist, die werden im Erwachsenenalter normalerweise Narzissten oder Psychopathen genannt. Sie streben bevorzugt Machtpositionen in Politik oder Wirtschaft an. Deswegen sieht unsere Welt so aus, wie sie aussieht. Aus modellbahnerischer Sicht relevant ist, dass Kinder noch kein eigenes Empfinden für Qualität haben. Sie können höchstens Quantität feststellen. Deswegen ist der Wunsch nach vielen und vor allem langen Zügen ein gewisses Charakteristikum dieser Phase. Oder auf den Punkt gebracht, Quantität ist alles. Die nächste Phase der Persönlichkeitsentwicklung wird dann im Wesentlichen von der Frage geprägt, wer bin ich und warum? Der Versuch, die eigene Position in der Welt zu finden, ist normalerweise begleitet von überkomplexen Modellbahnentwürfen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Umwelt reagiert nicht annähernd so, wie man es sich bei der Planung einer solchen Anlage selbst vorstellt. Komplexität ist eben nur für angehende oder frisch gebackene Teenager alles. Der Wunsch nach Überkomplexität wird dann normalerweise relativ schnell durch den Wunsch nach Arterhalt abgelöst. Die Folge ist, die Modellbahn ist dann erstmal ein paar Jahrzehnte abgemeldet. In den Vordergrund des Interesses rücken dann erstmal sekundäre Geschlechtsmerkmale. Hat sich der Hormonspiegel und der Lärm der Kinder erstmal wieder normalisiert, rückt die Modellbahn wieder stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Kennzeichen dieser Phase ist eher die Suche nach Ruhe, Entspannung und Qualität. Die höchste, aber vermutlich auch die letzte Entwicklungsstufe ist die Begrenzung auf ein kleines, aber qualitativ höchstwertiges Betriebsdiorama.
Soweit die Auflistung der Phasen der Persönlichkeitsentwicklung, die ich aus modellbahnerischer Sicht für relevant halte. Das war wie gesagt meine persönliche Einschätzung, andere Einschätzungen können durchaus auch richtig sein. Kompromissfähigkeit. Ausdruck der charakterlichen Reife von Modellbahnern. Es mag für manche Leute überraschend sein, es könnte sie auch in den Grundfesten ihrer eigenen persönlichen Überzeugungen erschüttern, aber der Bau einer Modellbahn ist mit Kompromissen verbunden. Aber nicht jeder Kompromiss ist gut bzw. auf Dauer zufriedenstellend. Deshalb gilt es, die Bereiche herauszufiltern, in denen man Kompromisse machen kann und die Bereiche, in denen man keine Kompromisse machen will. Dabei ist es in meinen Augen ganz besonders wichtig, dass man sich wirklich seiner eigenen Wünsche bewusst ist. Denn nahezu jeder Modellbahner bewegt sich heute in sogenannten Echokammern oder Filterblasen. Und nicht selten gibt es in solchen Konstellationen einen Guru und seine Eleven, die bestimmte Meinungskorridore vorgeben. Alles, was sich in diesem Meinungskorridor befindet, wird in epischer Breite diskutiert. Aber ebenso werden alle Themen verdrängt, die sich nicht innerhalb dieses Meinungskorridors befinden. Also dieselbe Entwicklung, welche die Medienlandschaft in diesem Land in den letzten 20 Jahren genommen hat. Aber zurück zur Modellbahn. Durch den Begriff Guru habe ich es eben schon angedeutet. Manche dieser Echokammern halte ich durchaus für eine Art Sekte. Sekte? Das ist aber schon ein bisschen hart, oder? Das Bild, das beispielsweise Modulbauer von sich selbst und von ihrer Gruppe haben, mag ein anderes sein. Aber es deuten doch verhältnismäßig viele Verhaltensweisen darauf hin, dass es sich um eine Art Sekte handelt. Was meinst du damit genau? Naja, darauf im Einzelnen einzugehen, würde jetzt den Rahmen des Films ein wenig sprengen. Aber im unteren Absatz auf dieser Seite habe ich meine Punkte mal zusammengefasst. Also einfach durchlesen und dann weißt du Bescheid. Ein Tipp für Zuschauer, die den Film mit fremdsprachigen Untertiteln sehen: Eine Übersetzung des Textes befindet sich in der Videobeschreibung. Aber kommen wir zurück zu der Bildserie, die ich als Untermalung für die Einleitung genommen habe. Um keine positiv oder negativ belegten Farben für die eine oder andere Position zu nehmen, habe ich die Farben des Gulf Racing Teams aus den frühen 70ern genommen. Dass es unterschiedliche Meinungen und Standpunkte zu verschiedenen Fragen gibt, ist völlig normal, das ist völlig menschlich. Dass sich daraus Konflikte um die eine oder andere Position entwickeln, ist auch völlig normal. Aber daraus die Position zu entwickeln, man sei selbst etwas Besseres und man müsse die anderen dominieren, entspricht eher nicht mehr der gegenwärtigen Zivilisationsstufe. Es entspricht eher frühkindlichem Verhalten bzw. dem Verhalten von Narzissten und Psychopathen. Was wir alle nicht vergessen sollten ist, dass Modellbahn ein Hobby ist. Es kommt also gar nicht darauf an, wer den längsten hat. Also den längsten Zug meine ich. Viel eher kommt es darauf an, andere Meinungen und Positionen zu tolerieren, also zu dulden oder gar zu akzeptieren, also ihnen sogar zuzustimmen. Wobei ich mit der Zustimmung nicht die Aufgabe der eigenen Position meine, sondern eher die Integration der anderen Meinung in die eigene Meinung. Wie weit man das nun treibt, also ob man zwei verschiedene Thesen gleichberechtigt nebeneinander stehen hat oder ob man beide Thesen zu einer Synthese zusammenführt, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber es stellen sich da schon einige Fragen. Beispielsweise, darf man mit einer Modellbahn nicht spielen wollen oder gar spielen können? Gibt es für Kurven wirklich einen gültigen Mindestradius oder ist der Mindestradius nicht eher von der Situation abhängig? Oder um es ganz auf die Spitze zu treiben, muss ich mich wirklich zwischen analog und digital oder auch zwischen Zweileiter- und Dreileitersystem entscheiden? Man kann Anlagen ja auch so planen, dass jeweils für verschiedene Strecken und Streckenanforderungen das jeweils optimale System gewählt wird. Gleiches gilt natürlich auch für Weichen oder auch beispielsweise für irgendwelche sonstigen Materialien, mit denen man die Charakteristik einer Strecke, sei es nun eine Schnellfahrstrecke oder eine Bergstrecke, herausarbeiten kann. Aber das sind schon eher Themen für den praktischen Teil dieses Films und zu dem kommen wir jetzt. Praktischer Teil. Einer der Punkte, an dem die heilige modellbahnerische Inquisition immer hektische Flecken und Zornesröte im Gesicht bekommt, ist, wenn man schlanke Weichen oder schlankeste Weichen in Frage stellt. Streng genommen ist eine Modellbahn kein Modell des Vorbilds, sondern es ist eine Karikatur des Vorbilds. Klingt komisch, ist aber so. Kaum eine Modellbahn ist eine wirklich maßstäbliche Verkleinerung des Vorbilds. Beispielsweise die Übertragung des Mindestradius einer Hauptstrecke würde in H0 einen Radius von ca. 3,44 Meter ergeben. Engere Radien als diese 3,44 Meter sind also im Prinzip eine Übertreibung.
und so gesehen sind sie eine Karikatur. Andererseits nimmt der Mensch die Welt nicht wirklich objektiv wahr, er sieht sie von einem subjektiven Standpunkt aus. Gucken wir uns zum Beispiel mal dieses Halteverbotszeichen an. Mein Gehirn nimmt es als rund wahr, weil es weiß, dass es rund ist. Aber ist es wirklich rund? Der Fotostandpunkt war etwa 40 Meter von diesem Zeichen entfernt und etwa 8 Meter über diesem Zeichen. Und jetzt gucken wir mal, ob das Zeichen, das wir sehen, wirklich kreisrund ist. Dazu legen wir erstmal eine weiße Kontur um das Zeichen herum. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal, aber halten dabei die Shift-Taste gedrückt. Das heißt, es ergibt sich ein wirklich richtiger Kreis. Und oh hoppla, das Zeichen ist ja gar kein Kreis. Aus der Perspektive, aus der wir es sehen, ist es eine Ellipse. Und jetzt nehmen wir den Kreis und die Ellipse mal und übertragen es in PowerPoint. Wir vergrößern die Formen und legen eine Weiche rein. In dem rot gefüllten Kreis liegt jetzt eine verhältnismäßig schlanke Weiche. Aber wenn wir die Weiche jetzt auf die Perspektive von eben stauchen, dann ist sie gar nicht mehr so schlank. Mit anderen Worten, wie schlank eine Weiche sein muss, ist eine Frage des geistigen Horizonts des Betrachters. Der geistige Horizont ist in meinen Augen übrigens die Distanz zwischen Nasenspitze und Brett. Man könnte auch sagen, wie schlank eine Weiche sein muss, hängt ganz vom Standpunkt des Betrachters ab, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Heiligenhafen, Bahnhof und Hafenbahn. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, finde ich Bahnhöfe mit Drehscheibe am Ende ziemlich geil. Und für Hafenbahnen habe ich ja auch was übrig. Und für kleine BWs sowieso, aber welcher Modellbahner hat das nicht? Und im Fall von Heiligenhafen kommt dann auch noch eine recht umfangreiche Ortsgüteranlage dazu. Die Gleisanlagen entsprechen etwa dem Zustand der 60er Jahre. Um ein besseres Gefühl für die Größe des Bahnhofs zu geben, habe ich ein paar Fahrzeuge eingezeichnet. Das sind einmal hier die V60 mit einem Güterwagen, dann eine V100 mit 2 Pärchen dreiachsiger Umbauwagen und dann noch eine Köf 2, die einen Waggon auf der Hafenbahn rumgeschubst hat. Die Fahrzeuge wurden im Maßstab des Bahnhofs gezeichnet. Ein Nietenzähler mit Messschieber wird das zwar nicht ganz befriedigen, aber damit kann ich leben. Es geht letztendlich auch nur darum, ein gewisses Gefühl für die Größe des Bahnhofs zu vermitteln. Ja toll, und jetzt erklär mir mal, was hat das Geraffel in einem Film über Kompromisse zu schaffen? Naja, das ist verhältnismäßig einfach zu erklären. Der Bahnhof selbst ist zwar nicht besonders groß und auch die angeschlossenen Bahnanlagen sind alles andere als üppig, aber sie sind doch sehr raumgreifend positioniert. Und das heißt beispielsweise, man muss Teile weglassen oder man muss sie anders anordnen. Und das ist ja auch eine Art von Kompromiss. In meinem üblichen 5x7 Meter großen Raum habe ich beispielsweise die Hafenbahn um die Ecke gelegt, um ein wenig Platz zu sparen. Man könnte aber auch die Ortsgüteranlage umgestalten. Es wäre zwar ein bisschen schade, weil sie fast aussieht wie das Rangierspiel Ingelnuk, aber irgendwas ist ja immer. Neben einem Kompromiss bezüglich Raumbedarf und Vorbildtreue, den ja die geänderte Ortsgüteranlage letztendlich darstellt, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Eine Kompromissmöglichkeit wäre zum Beispiel, die Distanz zwischen Hafenbahn und Bahnhof etwas zu erhöhen. Das bedeutet zwar einen etwas höheren Platzbedarf, aber es bedeutet auch eine wesentlich bessere Zugriffsmöglichkeit. Bei einem Aufbau wie dem hier gezeigten könnte man sogar noch ein weiteres Rangierspiel integrieren. Denkbar wäre es zum Beispiel, den Timesaver von John Allen zu integrieren. Wer sich für so eine Option interessiert, der sollte im Internet nach Begriffen wie Shunting Puzzle, Timesaver oder Ingelnuk Sidings suchen. Natürlich kann man sich auch ein völlig eigenständiges Rangierspiel ausdenken. Wichtig sind halt ein ansprechendes Gleisbild und Spielregeln, die eine möglichst hohe Flexibilität ermöglichen. In meinen Augen auch wichtig sind gute Entkupplungsmöglichkeiten. Entweder automatische Kupplungen an den Triebfahrzeugen oder die in Teil 27 vorgestellten selbstgebauten Entkuppler. Link siehe Infocard oben rechts in der Ecke oder unten in der Videobeschreibung. Entkuppler-Variante 1 funktioniert über eine Exzenterscheibe, die auf einer Drehachse gelagert ist. Entkuppler-Variante 2 hat eine Wippe statt einer Drehachse. Ansonsten ist die Funktionsweise identisch. So, ich denke, das waren genug Anregungen für diese Woche. Das war ein Film von Thorstens MOBA Planungsdienst, dem Planungsdienstleister für ungewöhnliche Modellbahnanlagen. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken.
Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.